Hallo und willkommen zurück zu Teil 17 unseres Let's Plays mit Baphomets Fluch. In der letzten Folge waren wir oben und uns wurde gesagt, wir sollen den Kelch der alten Frau hier zurückbringen in ihrem Anwesen. Und sie hat jetzt gesagt, wir sollen uns umschauen. Und bisher haben wir aber noch I nichts wasn't gonna gefunden. put on the armor, and I couldn't see anything else to do with it. Okay, also da hinten rechts sind die Hunde, das haben wir schon ausgekundschaftet. Wir haben eben von hier vorne den Spiegel genommen. Die Frage ist, wofür können wir den denn gebrauchen? Ne, das dachte ich mir schon. Aufbiegen vielleicht, geht auch nicht. Ein Schlüssel, nee. Der Schlüssel ist ja nicht der, das kann ja nicht der richtige sein. Was haben wir denn hier noch? Ist doch nur der Schlauch, oder? It was just a little utility room with no exit, unless you counted the window, and I didn't. Okay. Schauen wir nochmal ganz kurz oben, ob ich da nichts übersehen habe. Genau, da vorne ist nur der Ausgang. Und hier ist sonst nur die alte Frau. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich in den Garten gehen und schauen, ob wir da noch was finden. So, wir gehen mal nach hier. Da vorne ist der Schlauch, der raushängt. I didn't like the idea of carrying 30 yards of hose around me, so I left it alone. Okay. Dann geh mal wieder nach rechts. Da hinten ist noch das Fenster, das hatten wir aber auch schon mal. The main part of the house was old, but nowhere near as old as the gatehouse section. Okay. Ja, ansonsten bleibt ja nur mit ihm hier zu reden. Hi, Lopez. Got a minute? Certainly, senor. How can I help you? Spiegel? I borrowed your mirror. I hope you don't mind. No, senor. If you think it will be of help. Okay. So, was sollte ich ihn denn sonst fragen? Das macht ja keinen Catch you Sinn. later, Lopez. Adios, senor Stoba. Okay. Gucken wir mal Mausoleum, weiter. summer house. Easy mistake to make. Ah, da kann ich lang gehen. Okay, gut, super. Da geht's nur zurück. Da kann ich aus dem Meer Down below gucken. the estate, I could see the sea stretching away. It was a beautiful sight, and looked a lot like the scene from the manuscript. Das war ja schon fast ein Hinweis gerade. Ist hier rechts noch was? Das sieht nicht danach aus. Anklicken kann man hier jedenfalls... Ah, da The oben ist noch was. Vasconcelos Mausoleum, where 5 Templars lie. Okay, dann gehen wir mal rein. Wir finden bestimmt mit dem Spiegel irgendwas. George Stobart, grave robber. No, I don't think so. Okay. Ja gut, dann klicken wir nochmal dieses Schachbrett an. Was haben wir denn hier? Now that it had given up its secret, the glass squares in the lectern were just decorative again. Okay, und wenn wir jetzt den Spiegel darauf benutzen? Das geht natürlich nicht. It was a rod with a cone and a hook on the end. I guessed it was for snuffing out the big candle in the chandelier. Now what? There was nothing to snuff. Feeling like an idiot, I put it down again. Ja, sehr gut. A big statuette of the Virgin Mary kept an eye on the place. Okay, vielleicht braucht die den Spiegel? Nee, auch nicht. I couldn't climb up there without breaking something. High up in the dome were windows. I guess they might open them to make it less stuffy in there. Aber hier ist bestimmt die Lösung in dem Raum. Kann man damit vielleicht das zumachen? Nee. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch George nicht. Stobart. Das hatten wir schon. Hanging from the Kerze. ceiling was a huge yellowed candle. It looked really old and had never been lit. Okay, vielleicht muss ich die Kerze anzünden. It was Was the ist das? Spanish Bible I borrowed from the mausoleum. Okay. Kann ich die vielleicht anzünden oder so?
Ach so. Aber ich könnte doch jetzt... Vielleicht kann ich jetzt nach Hause gehen, weil ich ja jetzt die Verse raussuchen kann. Und Nicole sagen kann, was für Verse das waren. Das probieren wir doch gleich mal aus. So, It was the weiter geht's. driveway down to the main road. I didn't want to leave just yet, though. Okay, gut. Mausoleum. Okay, ich gehe nochmal da rein und schaue mir das nochmal an. Kann ich denn da sonst nichts machen? Einen Schlüssel für irgendwas benutzen? Nicht wirklich. Mit der Stange das Grab aufmachen? Ich habe nicht getroffen, glaube ich. Nee, das geht auch nicht. Den Spiegel auf das anwenden. Das funktioniert natürlich auch nicht. Die Bibel gegen das Fenster werfen, damit sie zugeht? Nee. Merkwürdig. Was hat er denn noch geschrieben? Ach, das ist nach Orten sortiert. Nee. Ah, es geht noch weiter, okay. Daraufhin erschien auf der Oberfläche das Bild einer Kirche. Merkwürdig. Aber allein diese Musik sagt uns doch, dass wir dort richtig sind. Das geht natürlich auch nicht. Was kann man denn hier noch benutzen? Sonst ist hier leider nichts. Okay, dann gehe ich nochmal rein. Vielleicht kann ich den Spiegel ja mit irgendwas oben benutzen. Ich glaube es aber eher nicht. Mit der Frau, aber das bringt mir nicht viel. Hello again. Mind if I sit? Please, be my guest. That is not a good idea. Super. Here's the Bible from the mausoleum. Very well. Let us begin. The first reference. Psalms 32:7. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. My hiding place. Don't get your hopes up too high. This might just be leading us to where we found the chalice. You are right, of course. The next. Okay, John 4:11. John 4:11. Here. The well is deep. The next. Quickly. Okay. Corinthians 4:5. Here it is. Will bring to light the hidden things. Any more? Just one. Psalms again. 22:21. Save me from the lion's mouth, for thou hast heard me from the horns of the unicorns. The last is confusing. Lions, unicorns, what does it mean? I can't guess. Salient points seem to be a hiding place and a deep well. In no sense is the mausoleum a well, Senor Stobart. Is there a well in the grounds? I do not know. I suppose that there must have been once upon a time. Lopez is the man to ask about anything pertaining to the estate. Okay, dann fragen wir I'll doch have a mal look den around if that's okay. My home Facility is your Manager. home. I shall remain here.
Aber ich befürchte, der wird uns das auch nicht sagen können. Oder der steckt hinter der ganzen Sache. Hi, Lopez. Got a minute? Certainly, senor. How can I help you? You must know just about everything that there is to know about this place. See, I have lived my whole life here in the service of the Vasconcelos. Do you know of a well anywhere around here? A well? Si, senor. This used to be a fortified villa. How can you last a siege without water? Great. So where is it? How should I know? The well was covered over in the last century. It was dangerous, you see. And you have no idea where it was? None. It was hidden even before my grandfather's time. Okay. Well, you must have a vague idea of where the well is. It must have been in the old house's courtyard, so that would put it around here. Here? Okay. Now, how do we find it? There might be a way. Let me think about it. Any ideas yet? Not as yet, Senor Stobart. I shall give it more thought. Catch you later, Lopez. Adios, Senor Stobart. Was haben wir denn hier? Ne, der will da gar nicht hinlaufen. Okay. Mal gucken, was er uns jetzt sagt. Okay, wir sollen im Mausoleum die Kerze anzünden. The lectern was bare. Ist das Tuch jetzt mittlerweile? Nö, das will nicht. Schauen wir nochmal nach. Ja, das ist mir klar. Die Fensterstange ist lang genug. Verbinde etwas mit der Stange, das brennbar ist. Okay, das habe ich aber schon versucht. Die Karte wäre auch brennbar. Die Schminke, habe ich die nicht auch schon probiert? Naja, gut. Das macht er ganz automatisch jetzt, okay. Aber es geht sofort wieder aus wegen dem Fenster. Aber ich müsste doch auch mit der Stange das It was Fenster a zumachen. rod with a cone and a hook on the end. I guessed it was for snuffing out the big candle in the chandelier. Das geht nicht. Ah, doch, jetzt macht das. Okay. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. So, und jetzt müsste sie brennen bleiben. Ah, da ist was drin. The candle had Listen. burnt brilliantly, but Schachfigur only bestimmt. for a couple of minutes. Some kind of special formulation, I guess. And had yielded up this. A complex shape expertly cut in stone. I figured it was some kind of key. Hatten wir irgendwo ein Schlüsselloch? Nee. Dann gehe ich jetzt nochmal raus, den Typen fragen, vielleicht hat der was gefunden. Und ansonsten frage ich nochmal die Gräfin, ob die eine Ahnung hat. Hi, Lopez. Got a minute? Certainly, senor. How can I help you? Any ideas yet? We are looking for a source of water, see? Yes. For generations,
The Spanish country folk have had a secret way of locating water, even if it is meters beneath the ground. Ah, you're not talking about water dousing, are you? Eh? You know, you get a stick and walk around until the stick twitches and dig there. Oh, you've heard of it. Yeah, I think most of the planet has. Okay, let's get a stick. Uno momento. It must be a special stick. A Y of hazel. Right. Do you have any hazel trees? See? Here. That is hazel. Was ist Hazel? Das da ist Hazel? I went over to find a suitable stick. I don't believe it. There wasn't a single usable Y-shaped branch on the whole damn thing. Hi, Lopez. Got a minute? Certainly, senor. How can I help you? Okay, jetzt gibt er mir keine Hilfestellung mehr. Do you know what this is? No, senor. Is it some kind of key? Yeah, I think it probably is. Where did you get it? It was hidden inside the big candle in the mausoleum. And you burnt it? I wondered what the light was I saw through the window. My lady will be furious. The candle was centuries old. Ah. Catch you later, Lopez. Adios, senor. Okay, ja, da muss doch irgendwas geben, was man... Ach, wir gehen erstmal wieder hoch und fragen die Gerät. Vielleicht hat die ja noch eine... Vielleicht hat die ja noch eine Idee. So. Hallo. Hello again. Mind if I sit? Please, be my guest. What do you make of this? It looks like some sort of key. Where did you get it from? It was buried inside the great candle in the mausoleum. Inside it. What have you done to it? I, lit it. But it is irreplaceable. Listen, the candle was to be lit in case of Moorish attack, right? Well, it burnt down in no time and revealed this key thing. Maybe that was the real purpose of lighting the candle. What are you suggesting? That lighting the candle was the equivalent of break glass in case of emergency. A sentiment must not stand in the way of solving this mystery. You did the right thing. Okay. Ja, den Spiegel What does wollte this sie nicht. charred tissue suggest to you? You have pyromaniac tendencies? I'll have a look around if that's okay. My home is your home. I shall remain here. Okay. Gibt's hier irgendwas, wo ich das mit benutzen könnte? Natürlich nicht. Okay, dann gehen wir erstmal wieder runter. Da links ist nichts. Hinten sind nur die Hunde. Das mit der Ritterrüstung unwahrscheinlich, ja. Wieder raus. Eine Route habe ich jetzt nicht gefunden. Und im Mausoleum war auch nichts mehr. Ich schau mal schnell nach. Was sagt er mir jetzt? Mist. Vielleicht ist das nicht der einzige Haselnussstrauch. Okay, da waren wir schon. Ist hier hinten noch was? Ich gehe erstmal zum Tor. Vielleicht finden wir da noch einen Haselnussstrauch. Nö, das sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir hinten zum Mausoleum. Ist keine Haselnuss mehr. Nö, und hier ist auch nichts. Das ist kein Schlüsselloch, ne? Nee, okay. Okay. Gib mir noch einen Tipp. Vor dem Fenster des Nebenraums. Da konnte ich aber nichts anklicken. Jetzt geht er auf einmal dahin. Sonst hat er immer nur gesagt, ein Fenster. The main part of the house was old, but nowhere near as old as the gatehouse section.
wenn die das hier aus das Haselnuss. I went over to Sieht find a ganz anders suitable aus. stick. Aha! Okay. Reden wir mal mit ihm. Hi, Lopez. Got a minute? Certainly, senor. How can I help you? Well, I got my divining rod. Now what? Simplicity itself, senor. Hold the wand at the upper ends of the Y. Apply a little tension with your wrists so that the slightest movement of the wand's tip is clear, and walk slowly and steadily over the area. Sounds easy enough. We'll find this well in no time. So einfach ist dann wohl auch nicht, sowas zu finden. Senor Stobart, you've found something. This is it. This is where we find the secret of the Templars, hidden here for hundreds of years, lost from the sight of man until now. The mystery is revealed. It's a tin can. I've been walking up and down with a twig in my hands, looking for a tin can. It had water in it. That's what the dowsing stick must have detected. I'd have to check with an archaeologist, but I don't think the Templars left that. In truth, Senor Stobart, the loan was laid many, many years ago. This can could date back to the Napoleonic Wars. Get rid of it and I'll try it again. Lopez threw the can away. It seemed to fall an awfully long way. The splash at the end confirmed what we both suspected. Well, I'll be a monkey's uncle. It has been here all the time. All those years and nobody found it. Stood in awe for a moment, marveling at the secrets all around us. I could have fallen down that. Schon sind wir da. The well had been lost for decades at least. The air was cool after the noon sun, but that's not what gave me goosebumps. I have a really, really bad feeling about this. Okay. Was haben wir hier? Sometime in antiquity, there'd been a rock slide. Big ones. I wished I'd had a hard hat. Okay. Und da ist ein Löwenkopf. From a distance, the lion's head had been impressive. Close up, it was frightening. Hey, one of the fangs is a separate piece. I could hear the sound of a lot of stone moving, and I knew I was in danger. Oh, very funny, you psychos! Senor Stobart! Senor Stobart! Are you all right? It's okay, Lopez, I'm fine! Que susto me has dado! You gave me a scare! Nice try, Templars. Okay. I wished that I had Leary's flashlight now. It was too dark to see, and I had to rely on touch. It just felt like a pitted stone wall. I'd almost been killed for the sake of a red herring. Kann ich da nicht rein? I wished so. that I had Leary's It was too dark to see, and it just felt like a I'd almost been killed. Kann ich das da benutzen als Lampe? Das kann ja nicht mehr brennen, das kann ja nicht sein. Das ist auch keine Taschenlampe.
Gibt es auch keine andere Lampe oder so. Ich kann da hinten gucken. It was a long way down. The brilliant midday sun shone almost directly down the shaft, and I still couldn't see the water. Okay, kann ich wieder hochgehen? Ah, das geht, okay. Hi, Lopez. Got a minute? Certainly, senor. How can I help you? It's really dark down there. Do you have a flashlight or something? No. I broke my torch only last month. Damn. It's so bright up here, but the light's just not getting into the corners. See, the light, it goes in straight lines. Im Spiegel vielleicht? Achso, da kann Catch ich you was later, fragen, Lopez. okay. Adios, senor Stoba. Ich meine, okay, vielleicht kann ich runtergehen. Hi, Lopez. Certainly. Das bringt Catch you nicht later, viel. Lopez. Adios. Jetzt kann ich wieder runtergehen. Ich kann doch bestimmt den Spiegel da in das Loch reinstecken oder sowas. Ja, komm. I realized I could use the mirror to reflect the light from above. Was ist das? There, in the middle of the door, I could see some kind of socket. It looked like this wasn't quite the dead end it had seemed. Okay, jetzt schauen wir nochmal. Now I knew what I was looking for. It only took a few moments to find it. And there it was. A worked socket. As smooth and perfect as if it had been carved only yesterday. Achso. Ja gut, dann stecken wir das mal rein. I slid the stone key into the lock. There were buttons that turned the dials. Okay. In welcher Reihenfolge bewegen die sich denn? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, probieren wir es einfach durch. 8, 7, 6, achso. I must have made a mistake. The lock spun back to neutral and nearly took my fingers off. I was gonna have to start from scratch again. Ist da ein Tipp? Richtige Ziffernfolge, wie könnte sie lauten? Okay, was muss ich? Achso, ich komme hier gar nicht aufs Tagebuch, ne? Nee. Dann bauen sie ganz am Ende nochmal eine Funktion ein, damit man das Tagebuch auch mal benutzt hat. Okay. Okay, was brauchen wir hier? Wir brauchen 14. Ne, Moment, 14 gibt's ja gar nicht. Müssen wir nochmal schauen gleich. Also, gehen nochmal zurück. Achso, erstmal muss ich den Schlüssel reinstecken. Now I knew what I was looking for. Ja. So. I slid the stone key into the lock. There were buttons that turned the dials. So, ich habe mir ein Bild gemacht. Die erste Zahl war 14. Ist das möglich darzustellen? Achso, ich kann ja auch andersrum. Dann wird es schneller gehen. So, und jetzt... das war die falsche Richtung. Jetzt brauchen wir die 4. Ne, wir brauchen IV. Genau. I
I heard the sounds of the lock moving. Either that or the wall was going to come down on my head. So, dann brauchen wir 6. Das heißt, dafür müssten wir den oben wegmachen. Genau, also VI brauchen wir nur. Dafür müssen wir den 2 nach links. Damn. Was? Okay, das war falsch. Aber warum? Was habe ich für einen Fehler gemacht? Okay, machen wir nochmal. Also XIV. Und bestätigen. Ach so, nee. Ach so, doch, stimmt. Wir müssen ja erst die zweite Zahl machen. Ich depp. Okay, also XX und dann, das war die falsche Richtung. XX, VII. Wieder falsche Richtung. So, XX, VII, genau. Dann kommt nur die 6. Und da 1 zurück. Wieder falsche Richtung. Genau, jetzt müsste nur VI kommen. Genau. Jetzt kommt LXXXI. Das heißt, hier nehmen wir LXXX. Wie auch immer das machen, ist egal, ist, I ist gerade unten. Und noch einmal LXXXI. Genau. Jetzt kommt die 3. Da haben wir dann rechts die 3 und die 1. Okay, dann machen wir jetzt erstmal nur die 3. Wieder falsche Richtung. Rechts die 3. Bitte lass es richtig sein, ja. Dann die 1. Bitte lass es richtig sein. Okay, dann kommt XVII. Also wieder X. Na, komm. So, XVII. Stimmt das? Ja. Dann kommt XII, also X2. Das ist wieder egal, warum wir es drehen. So, X2, ja. Und danach kommt XXV. Also den 1 weiter. Ne, 1 zurück. Und hier brauchen wir das V. XXV. So. Oh, yes! Bonus points for that, I hope. I knew the old Stobart fingerwork wouldn't let me down. Und was passiert jetzt? Jetzt haben wir die Tür geöffnet, okay. Before I left, though, there was one last thing to do. You won't be needing that replacement piece anymore, Countess. I found it with the children. You'll probably want to be alone for a while. I'll be out in the garden with Lopez. George, welcome back. Come in, George. It's good to see you again. Is it? Sure. What did you find in Spain? Without Andre, we wouldn't have got this far, George. Yeah, I know. The clues led to an underground chamber at the bottom of a well. The Templars had left a tapestry showing a chessboard. The white pieces were vastly outnumbered. There was a stream running across the board, and a Templar knight on a horse. Does it mean anything to you, Andre? No, nothing. Maybe we should tell Andre what else you found, George. There's a map and a Latin inscription to the west
at the edge of the world. Georges found that in a cave in Syria. Yeah, where the assassin almost killed me. Then we've got the burning of Jacques de Molay and the date, 1314. From the window of the church in Montfaucon Square, one of the few places where nobody tried to kill me. Then we have the image of a church that Georges found at the excavation. I don't recall anyone trying to kill you there either, Georges. And finally we have the tapestry in Spain. Did I mention I almost got killed there? Not yet, but I'm sure you're about to. It was only my cat-like reflexes that saved me from certain death. Cat-like reflexes, eh? And while I was risking life and limb, where were you, Andre? Getting your glasses fogged up over an Etruscan vase? That's enough, boys. Can we get back to saving the world? Of course. My apologies. He started it. Well, the Latin phrase are the words of Julius Caesar. He was describing the island of Britain. Are you sure? The map didn't look much like Britain. How come Caesar described Britain as being at the edge of the world? To the Romans, the Mediterranean was the center of the universe. Britain was a remote, unfriendly place, inhabited by blue-painted savages. It hasn't changed much, They've stopped painting themselves blue. except when they go to a football match. They used an extract from a plant called woad, Icetis tinctoria. The Scots were using it until fairly recently in their wars with the English. Fairly recently? I don't recall the Scots being at war with the English. How recently are you talking about? I believe William Wallace's men used it in the 13th century. They might well have been using it as late as... You can't remember, can you? 1314. Ah, we're back onto that, are we? André, what is it? What do you mean? 1314 in Scotland. The Battle of Bannockburn. That would explain the stream on the chessboard. That's what a burn is. Right, Andre? As in Bannockburn? Right, George. And it gets better. Tradition has it that the Scots were helped by a shock force of, well, can't you guess? Knights Templar? Yes, a group of outlawed Templars. They are said to have turned the tide for the Scots. And it all ends at a church in the Isle of Britain at Bannockburn in a church. What are we waiting for? I'll call a cab. I can't go. Andre, you've been loads of help, but What George is trying to say is that you shouldn't feel guilty. I was. We understand you've got commitments. Oh, listen, we have to hurry. Let's go, George. We'll see it through. Oh, and, don't worry about us. Ah, jetzt sind wir soweit. Okay, wir sind schon lange über der Zeit und meine Festplatte ist gleich voll. Wir müssen jetzt Schluss machen und wahrscheinlich dann zum finalen oder zumindest letzten Teil übergehen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss!